Ich habe schon mal das sous-vide Wasserbad auf 55 Grad vorgeheizt, damit wir gleich mit der sous-vide Entenbrust loslegen können. Herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Schön, dich zu sehen. Das Schöne an sous-vide ist, dass selbst die einfachste Entenbrust zart und saftig gelingt. Damit wir die Entenbrust nach dem Garen lange genug anbraten können, damit sie richtig schön knusprig wird, aber trotzdem in der Mitte noch rosa bleibt, garen wir sie nur bei 55 Grad. Da wir sie aber für 4 Stunden bei 55 Grad garen, wird die Entenbrust sogar pasteurisiert, das heißt, sie ist super sicher zum Essen, obwohl sie in der Mitte noch rosa ist. Ja, und während die Entenbrust gart, haben wir genug Zeit, eine festliche Orangensauce dazu zu kochen. Wie bereits erwähnt und hier im Vordergrund zu sehen mein sous-vide Wasserbad, das ich auf 55 Grad aufgeheizt habe. Darin garen wir die Entenbrüste gleich für 4 Stunden. Vorher bereiten wir die Entenbrüste erstmal vor, indem wir sie trocken tupfen. Ente oder Geflügel im Allgemeinen nicht abwaschen, nur trocken tupfen. Wissenschaftler haben nämlich untersucht und herausgefunden, dass beim Waschen mehr Fleischsaft in der Küche herumspritzt und die Küche mit Bakterien kontaminiert, als dass es hilfreich wäre, eben die Entenbrust abzuwaschen. Ja, die Entenbrust dann auf der Fettseite rautenförmig einschneiden, aber bitte nicht in das Fleisch schneiden, das Fett nur einritzen. Das hilft der Entenbrust, um gleichmäßiger zu garen und dass das Fett nachher beim Braten besser austreten kann. Als nächstes würzen wir vor dem Vakuumieren kräftig mit Salz und Pfeffer. Dann die Entenbrüste in Vakuumierbeutel stecken und vakuumieren. Solltest du keinen Vakuumierer haben, kannst du die Entenbrüste auch in Gefrierbeutel mit einem Zipfverschluss geben und dann mit der Wassertauchmethode vakuumieren. Wie das geht, zeige ich in dem Video, das ich hier oben mal verlinke oder unterhalb vom Video in der Infobox. Wenn die Brüste dann vakuumiert sind, können wir sie auch schon in das 55 Grad heiße Wasserbad legen und für 4 Stunden sous-vide garen. Jetzt kann man die Soße kochen und alle möglichen Beilagen. Ich möchte aber noch ganz kurz was anderes zeigen. Wenn die Brüste nämlich fertig sind, dann kannst du sie entweder gleich anbraten und essen oder du kühlst sie so schnell wie möglich ab, wie ich das jetzt hier mache, in Eiswasser und brätst sie dann an einem anderen Tag. Man kann mit sous-vide nämlich wunderbar auf Vorrat kochen. Entweder du frierst die Entenbrüste dann ein, wenn du sie also erst in der Zukunft verwenden möchtest, oder du lagerst sie im Kühlschrank, wenn du sie innerhalb der nächsten 3 Tage zubereiten möchtest. Wissenschaftler sagen zwar, dass man die Vakuumbeutel bis zu 10 Tagen bei Temperaturen unter 5 Grad lagern kann, da das Clostridium botulinum aber nicht vollständig abzutöten geht und sich über die Zeit wieder vermehrt, würde ich auf Nummer sicher gehen und nur von 3 Tagen ausgehen. Ich will jetzt hier aber keine Panik verbreiten. Beim Anbraten werden spätestens die meisten Bakterien abgetötet. Kommen wir zur Orangensauce. Du brauchst 3 Orangen, vorzugsweise unbehandelte Bioqualität, da wir die Schale verwenden. Als erstes die Orangen waschen und abtrocknen, dann die Schale von einer Orange abreiben. Eine Orange filetieren wir, die Orangenfilets kommen dann als Einlage in die Soße. Den Rest der Orange nach dem Filetieren noch mit der Hand auspressen. Also ich verwende jetzt nur die Filets von einer Orange. Du kannst natürlich auch von allen Orangen die Filets verwenden und dann halt eben die Orangen mit der Hand auspressen. Mir reichen die Filets aber von einer Orange. Ja, und danach müssen wir dann nur noch den Saft von den beiden verbliebenen Orangen auspressen. Ich muss sie dafür hier ein bisschen klein schneiden, weil ich so eine super fancy Orangenpresse habe. Und wenn wir dann die Orangen soweit vorbereitet haben, können wir mit der Soße loslegen. Für die Soße karamellisieren wir 2 Esslöffel Zucker. Dafür heize ich mir den Topf schon mal etwas vor, dann den Zucker in den Topf geben und so wie der Zucker zu schmelzen beginnt, mit dem Rühren anfangen. So lange rühren, bis der Zucker goldbraun und geschmolzen ist. Wenn der Zucker geschmolzen ist, dann geben wir 50 Gramm Butter dazu, rühren die ein und löschen dann anschließend sofort mit 300 ml Entenfond ab. Entenfond oder Geflügel oder Rinderfond kannst du fertig kaufen. Ich habe hier ein paar Abschnitte von Steaks gehabt, die habe ich einfach ohne Fett angebraten, etwas Sellerie und Zwiebel dazugegeben und mitgebraten, bis alles richtig schön braun ist. Dann einen Teelöffel Tomatenmark eingerührt, mit etwas Wasser aufgefüllt und für 30 Minuten kochen gelassen. Fertig ist ein brauner Fond für die Soße, so einfach geht das. Nach dem Fond dann auch gleich den Orangensaft dazugeben und die Gewürze. Dann nehmen wir 2 Sternanise, eine halbe Zimtstange, 1 Teelöffel Salz, die abgeriebene Orangenschale und eine ordentliche Prise Pfeffer. Um den Geschmack richtig schön zu intensivieren, kochen wir die Soße so lange, bis die Hälfte der Flüssigkeit verdampft ist. Und bis das passiert ist, verrühren wir schon mal einen Esslöffel Speisestärke mit 2 bis 3 Esslöffeln Wasser.
Anschließend können wir die Gewürze auch schon wieder aus der Soße nehmen und mit der angerührten Speisestärke binden. Wenn man mit Speisestärke oder Mehl bindet, muss die Soße mindestens für 1 Minute kochen, damit der Mehlgeschmack verschwindet. Und danach können wir die Soße dann noch kräftig abschmecken. Mir fehlt hier noch eindeutig Salz. Ja, dann die Orangenfilets in die Soße geben, verrühren und den Topf erstmal beiseite stellen, denn als nächstes wird die Ente gebraten. Dafür nehmen wir als erstes natürlich die Entenbrust aus den Vakuumierbeuteln, dann tupfen wir die etwas trocken. Der Fleischsaft, der in den Beuteln ist, falls sich da welcher gebildet hat, den geben wir natürlich dann mit in die Soße rein. Und dann können wir auch schon die Pfanne aufstellen. Ich empfehle dafür eine möglichst schwere Pfanne zu verwenden, wenn du hast. Ich habe hier so eine gusseiserne Pfanne. Ja, und die stellen wir auf den Herd und dann erhitzen wir die erstmal ohne Fett. Und zwar bis sie so heiß ist, dass sie zu rauchen beginnt. Ja, und wenn die Pfanne dann so richtig heiß ist, die Entenbrüste mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen. Das Fett tritt sofort aus, also das dauert nur ein paar Sekunden und die Haut beginnt zu braten. Ja, die braten wir dann für 1 Minute bei großer Hitze, damit so viel Fett wie möglich austritt und die Haut richtig schön knusprig wird. Die Brust dann umdrehen, für 1/2 Minute auf der Fleischseite anbraten, wieder umdrehen und nochmal für 1/2 Minute auf der Hautseite braten. Die Brust dann herausnehmen und auf ein Schneidebrett legen. Du kannst die Entenbrüste natürlich ganz auf die Teller legen, aber schöner sieht es schon aus, wenn man sie vorher in Scheiben schneidet. Dabei kann man sich dann auch gleich vom Ergebnis überzeugen und darüber freuen, wie schön die Entenbrust aussieht. Sieht das nicht lecker aus und so saftig? Ja, und noch etwas Soße dazu. Und, meine Damen und Herren, es ist angerichtet. Also diese Soße mit diesen Gewürzen, die verbreitet richtig festliche Stimmung. Ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene solide Entenbrust zu kochen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, dann weiß ich es jetzt wirklich sehr zu schätzen, wenn du hier diesen roten Knopf drückst und meinen Kanal abonnierst. Das gesagt, ein Daumen nach oben würde mir auch gefallen. In jedem Fall, ich gehe jetzt in die Küche und koche Rotkohl und Klöße und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier. So wieder kochen gehen.